Ein Assistenzhund hat die Aufgabe, seinen Menschen im täglichen Leben zu unterstützen. Die meisten Assistenzhundhalterinnen und Assistenzhundhalter haben jedoch außergewöhnliche Situationen erlebt, in denen ihr Assistenzhund für ihre Sicherheit gesorgt und ihnen möglicherweise das Leben gerettet hat. Ich bin hier am 1. März in meine neue Wohnung gezogen. Am 7. März hat die Zusammenschulung begonnen. Da ist dann Hanni zu mir gekommen, obwohl sie weder die Wohnung kannte noch die Umgebung kannte. Dann ist sie auch gleich bei mir geblieben und die Trainerin war jeden Tag bei uns und hat uns tagsüber begleitet. Im ganz normalen Alltag, ummelden, zum Arzt fahren, einkaufen fahren. Also wir hatten den ganz normalen Alltag und sie hat mitgemacht und nachts war sie dann natürlich bei mir alleine. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich im März noch mich alleine hinstellen, konnte noch alleine laufen, 2, 3 Schritte am Rollator, konnte mich alleine ins Bett setzen. Und am 13. bin ich aufgestanden, wollte ich ins Bett gehen, bin von meinem Rollstuhl aufgestanden, hielt mich am Rollator fest und dachte, Scheiß, hier haut was nicht hin. Und dann lag ich schon auf dem Boden. Beine auseinandergespreizt, Schmerzen ohne Ende und konnte mich gar nicht mehr bewegen. Weder Arme noch Oberkörper, nichts drehen, nichts. Ich habe geweint, ich habe geheult, ich habe gejammert, ich habe um Hilfe geschrien. Abends um 10:30 war natürlich überhaupt nichts. Ich hatte total ausgeschaltet, dass ich die Hanni habe. Die hat im Wohnzimmer geschlafen, weil sie nur dann zu mir ins Bett gekommen ist, wenn ich sie gerufen habe. Das wollte ich von Anfang an so, weil beim Umsetzen, wenn mir da der Hund zwischen die Beine rumfuselt oder sie dann doch mal kommt, wollte ich nicht. Und sie hat im Wohnzimmer geschlafen und ich hatte total vergessen, dass der Hund da war aufgrund von Schmerz und. Und dann habe ich sie gerufen, dann kam sie gleich rauf aufs Bett. Dann brachte sie mir erstmal ein Kissen, weil Frauchen hat ja gefroren, dann muss sie sich ja erstmal zudecken. Und dann habe ich bloß mal gesagt, Hanni, Handy. Und die Sprache war ja nicht die Befehle konnte ich nicht so geben, wie ich sie jetzt geben konnte. Den Tag war ich, wie gesagt, fertig. Und dann hat sie mir aber das Telefon gebracht und ich konnte dann um 11, kurz nach 11, die Feuerwehr rufen. Und die Feuerwehr kam dann, hat die Tür aufgemacht. Ich habe sie nicht zugeschlossen gehabt, weil ich habe einen Hund. Und dann haben bloß aufgemacht, kamen rein. Der erste Satz war zwar, naja, wenn sie ins Krankenhaus muss der Hund ins Heim. Da habe ich dann gleich gesagt, nee, ist ein Assistenzhund, der bleibt bei mir, der geht auch mit mir ins Krankenhaus, wenn es sein muss. Und dann habe ich mich ins Bett legen lassen und dann war gut gewesen. Im Bahnhof in Darmstadt war mal eine Baustelle nicht richtig abgesperrt. Und da nicht richtig abgesperrt war, ist der Hund da gelaufen, weil es war da ein Weg und so. Und ich bin gelaufen und dann macht der Hund auf einmal, bremst er abrupt ab und stellt sich quer vor mich. Jetzt habe ich ja noch so einen ganz leichten Sehrest und dann gucke ich so nach vorne und sehe vor mir, oh, schwarz, stand ich direkt vor einer Baugrube. Und dann ist ja natürlich, das sind ja praktisch diese Baustellen, die sind ja abgesperrt oft mit solchen Flatterbändern. Und wenn die abgerissen sind oder sie verlieren ihre Spannung, dann sind die ja eigentlich für einen blinden Menschen nicht mehr da. Und da mussten wir dann schon mal überlegen, was wäre jetzt passiert, wenn ich meinen Hund nicht gehabt hätte. Oder also es gibt da schon einige Situationen, wo der Hund klar warnt und wo ich dann selber gucken muss halt, ups, was ist da Sache? Und hätte ich das halt erwischt, kapiert, wenn ich das mit dem Stock gehabt hätte. Ja, also gab da für mich einige Situationen, wo ich sagen kann, also da war der Hund also absolut Gold wert. Und interessant ist eben auch, in der Zeit, wo ich jetzt Hunde hatte, habe ich mir garantiert unter menschlicher Führung bestimmt 4, 5 Beulen geholt. Wenn ich mit dem Führhund unterwegs war, keine eine, niemals. Dieser Podcast wurde von der Aktion Mensch gefördert. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn bitte. Erfahren Sie Neues von Pfotenpiloten und Stiftung Assistenzhund, indem Sie unseren Kanal jetzt abonnieren und auf www.pfotenpiloten.org unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe auch weiterhin Barrieren für Assistenzhundteams ab- und Unterstützung aufzubauen.